Erinnert ihr euch noch an Kingdom Come Deliverance? Das war dieses eine atemberaubende Spiel aus der Ego-Perspektive in einem Mittelalter-Setting von den Warehouse Studios aus Tschechien, die mit allem Vergleichbaren aus dem Nichts den kompletten Boden aufwischten. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass ein Nachfolger in Kürze bevorstehen könnte, und das Ganze fasse ich euch in diesem Video mal zusammen. Zu meiner Schande habe ich Kingdom Come Deliverance erst für mich entdeckt, als es 2021 eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store zu haben war. Aus Mangel an Spielen und wegen der Empfehlungen aus der Zocker-Lounge-Community habe ich einfach mal reingezockt und war schockiert. Noch nie hatte ich ein Spiel gespielt, welches mich dermaßen intensiv in seine Geschichte und seine Welt reingezogen hat. Der Weg vom einfachen, belanglosen Bauern in Böhmen des 15. Jahrhunderts hin zum Ritter ist wahnsinnig gut und jederzeit glaubbar inszeniert, was auch an seiner streng historischen, genauen Geschichte lag. Wirklich, wenn ihr es noch nicht selbst gespielt habt, holt dieses Meisterwerk unbedingt nach. Kingdom Come Deliverance wurde allerdings bereits 2018 released. Im Folgejahr folgten dann noch ebenfalls sehr gute Content-DLCs und seither ist es etwas stiller um die Warehouse Studios geworden. Dass sie seither an einem neuen Spiel arbeiten, ist klar. Dass es der Nachfolger sein sollte, eigentlich auch. Aber der Reihe nach. Bereits 2021 wurde auf Bildern der damals frisch neu gestalteten Homepage der Warehouse Studios 2 Whiteboards im Hintergrund entdeckt, auf denen zum einen der Alpha-Zyklus in 2021 für ein neues Spiel angezeigt wurde und, viel interessanter, zum anderen das Wort Prosecco zu lesen ist. Wem das jetzt wie mir erstmal nichts sagt, der sei an dieser Stelle kurz abgeholt. Zum Ende von Kingdom Come Deliverance reiten Hans Capone und Protagonist Heinrich zur Burg Troski. Prosecco beschreibt dabei das gesamte Areal rund um die Burg Troski und müsste der Startpunkt des neuen Spiels sein, falls die Story um Heinrich weitererzählt wird. Ein Jahr später taucht auf Reddit der Name Kingdom Come Retribution auf, im Deutschen Vergeltung, der sehr gut zum offenen Ende des ersten Teils passen würde. Auf einen Post von Kingdom Come YouTuberin Sexy Biscuit, die genau diesen Namen als bestätigt sah, reagierten die Warehouse Studios dann sogar mit einem Like und einem Darth Vader-mäßigen und vielsagendem Ende 2022 wurde es aber dann noch viel eindeutiger. Zum einen postete eine Agentur, die einen Richard unter Vertrag hält, der wiederum im Original John von Liechtenstein seine Stimme geliehen hatte, dass dieser seine Rolle auch in Kingdom Come 2 übernehmen wird, und löschte natürlich diesen Instagram-Post kurz darauf wieder ersatzlos, nachdem User auf die fehlende offizielle Ankündigung hingewiesen hatten. Zum anderen könnte die Embrancer Group auf einer Investorenkonferenz Ende 2022 den baldigen Release verraten haben. Zur Embrancer Group gehört unter anderem Kingdom Come Publisher Koch Media, der vor kurzem in PlayOn umfirmiert ist. Hier wurde von einem eingekauften Studio berichtet, welches in den ersten beiden Jahren nach der Übernahme einen starken Cashflow entwickeln konnte und aktuell einen negativen besitzt, was aber, und jetzt kommt's, sich in einem Jahr mit dem vielversprechenden Sequel ändern sollte. Da kurz vorher explizit auf die Warehouse Studios eingegangen wurde, kann es sich bei diesem genannten Sequel nur um Kingdom Come 2 Retribution handeln. Sollte der genannte Zeitraum hier stimmen, könnte uns eine Ankündigung bereits zur E3 dieses Jahr inklusive Release zum Jahresende bevorstehen. Habt ihr Bock auf Teil 2? Eventuell hatten wir schon rausgehört, aber ich kann es kaum erwarten, den nächsten Abstecher nach Böhmen zu wagen. Sobald es hier Neues gibt, erfahrt ihr es dann natürlich auch bei mir in einer neuen Folge der Zocker Lounge Gaming News.